Und weiter geht's mit dem dritten Video der Grundgehorsam, der Schnupperkurs. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie Paulina mit euch die Hausordnung bearbeitet hat. Und im heutigen Video werden wir über das Markersignal bzw. das Markerwort sprechen. Wie das Ganze aufgebaut ist und was es für einen Sinn hat, sowas aufzubauen, das und mehr in diesem Video. Los geht's! So, was ist ein Markersignal? Wenn wir mit den Hunden arbeiten, trainieren, dann möchten wir den Hund bestätigen. In den meisten Fällen machen wir das Ganze mit Futter. Wenn aber jetzt der Hund sich weit weg befindet und er was Gutes macht, dann wird der Hund nicht für die Aktion bestätigt, die er gerade auf Entfernung gemacht hat, sondern er wird es empfinden, ja, ich bekomme etwas, wenn ich zurückkomme. Und genau das wollen wir halt eben vermeiden. Und mit einem Markersignal können wir das Ganze einfach umgehen. Bis zu 2 Sekunden hast du Zeit, dass der Hund ein richtiges Verhalten gezeigt hat. Und wenn wir den Hund bestätigen möchten, dann können wir das Markersignal bzw. das Markerwort sagen bzw. durchführen, damit er weiß, punktgenau, genau das möchte ich von dir. Bevor wir aber so weit kommen, müssen wir den Hund überhaupt verstehen, dass Klickern oder das Markerwort gleichzeitig die Bestätigung ist. Das Markersignal bildet ein Überbrückungssignal zwischen der Aktion und der Belohnung. Bedeutet, wir möchten wirklich das perfekte Timing erreichen. Das heißt, der Hund macht die Übung richtig, genau in diesem Moment, das wird markiert und das dann wird dann im Anschluss bestätigt. So, und jetzt kommen wir zum Markersignal bzw. zum Markerwort. Ein Markersignal kann im Grunde genommen einmal ein Klicker sein oder zum Beispiel ein Schnalzen. Wir benutzen in unserem Fall immer das Schnalzen. So, und jetzt werden wir einmal darüber sprechen, was die Unterschiede zwischen einem Klicker und das Schnalzen ist, beziehungsweise Markersignal, Markerwort. Bei einem Klicker ist der Vorteil, das Geräusch ist immer gleich. Das heißt, der Hund wird dann immer verstehen, wenn ich einmal klicke, dann bekommt er etwas. Du kannst gut und zielgenau damit arbeiten, kannst mit einem Markerwort zwar auch machen, aber hier ist es nochmal ein bisschen punktueller. Und beim Klicker ist es so, dass es noch geräuschneutral ist. Es ist immer der gleiche Ton im Vergleich zu der Stimme. Die Stimme kann je nach Laune oder je nach Gesundheitsstatus sogar, wenn du vielleicht ein bisschen angeschlagen bist oder so, sich einfach anders anhören und das könnte der Hund einfach anders verstehen. Der Nachteil beim Klicker ist aber, den vergisst man ziemlich gerne und schnell. Also wenn wir halt eben unterwegs sind mit unseren Hunden, dann möchten wir eine Situation zum Beispiel bestätigen, weil wir wissen, oh, das hat er gut gemacht und dann sucht man nach einem Klicker und der ist einfach nicht da. Also wenn du ihn nicht vergisst, dann ist es natürlich eine sehr gute Möglichkeit, deinen Hund zu bestätigen. Wenn du eine Person bist, die das gerne mal vergisst, wie es in unserem Fall der Fall ist, dann empfehlen wir dir hier das Markerwort bzw. das Schnalzen zu benutzen. Und die Vorteile beim Schnalzen sind, dass du die Hände frei hast. Ihr könnt hier sehen, ich habe immer ständig den Klicker in der Hand. Klar haben wir jetzt hier einen Gurt, den wir drum machen können, hättest auch die Hände frei, aber trotzdem hast du hier zusätzlich einen Griff, den du umsetzen musst. Und beim Markerwort hast du das Ganze halt eben nicht, denn du kannst punktuell direkt auf diesen Moment markieren, ohne dass du etwas in den Händen hast. Ein weiterer Vorteil ist, du kannst ihn im Alltag jederzeit verwenden. Denn wenn wir jetzt unterwegs sind, wenn wir jetzt vielleicht mal in einer Bar sind oder zu Hause sind, dann kannst du den Hund punktgenau markieren, weil du brauchst kein Zusatzequipment und deswegen ist das Schnalzen hier zu empfehlen. So, das war jetzt recht viel Theorie. Wir haben dir das Ganze erklärt, was das ist, wie das Ganze funktioniert und was es bezwecken soll. Aber jetzt gehen wir in die Praxis und wir zeigen dir, wie wir das Ganze aufbauen, beziehungsweise wie du es machen kannst mit deinem Hund, um einen perfekten Aufbau zu machen. Los geht's! So, das Ziel dieser Übung ist, dass wir ein Markersignal aufbauen. Das Markersignal dient dazu, dass der Hund weiß, okay, eine Belohnung wird folgen. Als Equipment benötigen wir hier einfach Futter, entweder in eine Schüssel oder auch in einem Futterbeutel, ist dir überlassen. Und die Belohnungen kannst du dir da aussuchen, wenn dein Hund nicht zum Beispiel auf Futter reagiert, dann kannst du hier auch eventuell mit Spielzeug oder mit Sprache und Kuscheleinheiten auch loben. Musst du ein bisschen beobachten und deinen Hund anpassen. Von der Umgebung her beginnen wir die Übung immer reizarm. Das heißt, beginn die Übung zu Hause, wo der Hund wenig Ablenkungen hat und dann kannst du den Reiz immer etwas erhöhen.
Von der Dauer her kannst du um die 15 Wiederholungen machen, dann eine kurze Pause. Aber wenn du merkst, dass dein Hund sich dabei nicht konzentrieren kann, dann reduziere das Ganze einmal auf 5 Wiederholungen, kurze Pausen reinbringen und dann wieder die nächsten 5 Wiederholungen. Und jetzt geht's los mit Lernschritt Nummer 1. So, und jetzt beginnen wir mit Lernschritt Nummer 1 und zwar Locken. Der Hund muss hier gar nichts machen, er muss einfach nur in deiner unmittelbaren Nähe sein. Und wenn das der Fall dann ist, dann gibst du einfach nur mal das Signal Wort in unserem Fall, das Schnalzen, und lockst sie mit der Hand, in diesem Fall mit dem Futter. Und das Ganze machen wir jetzt einmal. Das heißt, ich wende mich auch mal ein bisschen von dem Hund ab. Und dann bekommt sie etwas. Der Hund checkt jetzt, okay, dieses Geräusch gleich Futter. Und ganz wichtig später bei den Übungen, das werden wir dann später wahrscheinlich nochmal erwähnen, der Hund kommt sich später die Belohnung nicht abholen, sondern wir bringen dem Hund die Belohnung hin. Und sollte der Hund jetzt ein bisschen zu weit weg sein, dann kannst du das Ganze auch mal so machen, dass du das Ganze markierst und das Leckerli bzw. das Futter einfach mal schmeißt. Oh, jetzt hat es ein bisschen an meinen Finger geklebt. So lernt der Hund, okay, Schnalzen gleichzeitig Belohnung. Und die Belohnung ist nicht unbedingt bei mir abzuholen, sondern sie kann überall woanders sein. So, das war jetzt Lernschritt Nummer 1, locken. Einfach den Hund markieren und bestätigen, ohne dass der Hund irgendetwas tut. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Hund sich die Bestätigung immer abholt, dann kannst du die Bestätigung einfach von dir wegschmeißen, dass er weiß, okay, ich muss nicht immer zu ihm hingehen. Und jetzt geht es weiter mit Lernschritt Nummer 2. Und beim Lernschritt Nummer 2 geht es um die Generalisierung. Und bei der Generalisierung Mensch geht es darum, dass der Hund versteht, okay, egal was der Mensch tut, das Schnalzen ist gleichzeitig immer etwas. Und hier kannst du einfach interaktiv irgendetwas machen. Beschäftige dich mit allem, nur nicht mit deinem Hund. Mach irgendetwas und dann schnallst du, gibst das Markersignal und bestätigst deinen Hund. Ohne dass der Hund wirklich etwas machen muss. Also ich kann jetzt hier einfach mal gucken, auch mal wieder schmeißen. Ich sag mal, komm, ich setze mich mal jetzt einfach mal ein bisschen hin. Setze hier nichts in die Hand. Klar ist die Erwartungshaltung hoch beim Hund. Aber im Endeffekt wollen wir ja genau das auch erreichen, dass der Hund mit uns interagiert. Und er muss jetzt einfach nur verstehen, Markersignal, wird eine Belohnung angekündigt. Und weiter geht's mit Lernschritt Nummer 3, Generalisierung Verstärker. Wir haben ja unterschiedliche Verstärker, die wir benutzen können. Wir haben einmal Hundespielzeug, wir haben natürlich Futter, wir können durch Sprache loben oder auch durch Berührungen loben. Und genau das werden wir jetzt machen, denn wir wollen ja die Verstärkung individuell immer an den Hund anpassen. Wenn der Hund nicht auf Futter reagiert, dann brauchen wir auch nicht mit Futter zu bestätigen. Reagiert der Hund auf Spiel, dann bestätigen wir mit Spiel. Und genau das machen wir jetzt einfach auch. Das heißt, wir machen die Übung einfach ganz normal weiter. Feines Mädeli. Das war jetzt die zweite Variante. Ich habe sie jetzt durch die Sprache bestätigt. Hast du fein gemacht. Was? Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Was? Und jetzt habt ihr schon eine weitere Variante gesehen. Wir haben ein Signalwort gegeben, das Aus. Sie hat das richtig gemacht, ich habe das markiert und habe sie direkt bestätigt. Das heißt, wir haben im Prinzip mehrere Verstärker benutzt, mit einer Übung kombiniert und das Ganze dann mit einem zweiten Verstärker bzw. mit einem anderen Verstärker bestätigt. So, das waren jetzt die 3 Schritte, wie du den Markersignal aufbauen kannst oder beziehungsweise wie du es machen solltest. Wiederhol das Ganze einfach und der Hund muss einfach hier verstehen, okay, Schnalzen gleichzeitig Bestätigung.
Wenn du das Ganze gegenkontrollieren möchtest, ob der Hund das auch wirklich verstanden hat, dann bring deinen Hund in einer anderen Situation. Wenn du dann auf einmal schnallst und wenn du merkst, dass dein Hund dann diese Aktion abbricht und dir die Aufmerksamkeit schenkt, dann kannst du ihm die Bestätigung geben, die in Form von Futter, Spiel oder Lob sein kann. Das Ganze testen wir jetzt einfach mal aus. Wir nehmen jetzt einfach mal hier einen Ball. Ich schmeiße ihn jetzt einfach mal rüber. Wenn Amalia dann die Aktion mit dem Ball zu spielen abbricht, dann hat sie das Ganze gut verknüpft. Hol den Ball. Ui. Und ihr habt gemerkt, sobald ich geschnalzt habe, hat sie sofort losgelassen, weil sie wusste, okay, sie bekommt hier etwas anderes. So wird das Ganze aufgebaut. Übt das Ganze. Für die nächsten Trainings, die wir gemeinsam machen werden, werden wir das Ganze benötigen. Und dort wirst du aktiv sehen, wie wir das Marker-Signal im Training umsetzen werden. Dann werden wir in den anderen Trainings ein bisschen intensiver darauf eingehen können. Aber so wird das Ganze aufgebaut und genau so solltest du das Ganze jetzt umsetzen. Und denk daran, oben unter Downloads kannst du dir zu diesem Training einen Trainingsplan kostenlos runterladen. Also schau gerne mal vorbei. Im nächsten Video geht es weiter mit einem Praxisvideo und da werden wir gemeinsam die Basic-Signale bearbeiten. Bis dann.